Hallo liebe Freunde, hier ist wieder Michael Krennt mit Klartext. Es ist jetzt 6 Uhr und 2 Minuten. Im Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich die Papageien hören, die vor dem Haus jetzt aufgewacht sind und wieder total durchdrehen. Zunächst möchte ich euch bitten, mich bei Telegram zu abonnieren, weil ich möchte von dem Zensursender, von dem Zensurkanal YouTube wegkommen, so schnell wie möglich, weil es mir nicht mehr möglich ist, Klartext zu reden, ohne dass ich gleich eine Warnung bekomme. Also das sieht dann so aus, ich kriege einen Screenshot, da steht drauf, Sekunde 24 habe ich dieses Wort gesagt. Dieses Wort erfüllt Hassrede. Dann in Minute 1,25 habe ich das gesagt und auf diese, ja, ich muss wiederum beherrschen, habe ich keine Lust mehr. Überhaupt keine Lust mehr. Aber solange es noch geht, werde ich diese Videos machen, weil ich auf diesem Kanal natürlich viel mehr Leute habe wie auf Telegram. Deshalb bitte folgt mir bei Telegram, der Link ist unten angegeben. Heute möchte ich zum Bromberger Blutsonntag sprechen. Und wie kann ich ein Video machen über diesen grausamen Tag, wenn ich nicht sagen kann, was vorgefallen ist? Das ist Zensur. Das ist unsere Zensurwelt und das kann man mit mir einfach nicht machen. Ich mache da nicht mehr mit. Trotzdem will ich es versuchen. Am 3. September 1939 wurden in der Stadt Bromberg zwischen Lodz und Danzig gelegen Volksdeutsche von Polen bestialisch ermordet. Die Nationalsozialisten gingen von fast 13.000 Toten des barbarischen Massakers aus. In meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden habe ich dieses Massaker dokumentiert mit Fotos, mit urkundlichem Beweismaterial. Die Fotos sind so grausam, dass wir uns wirklich überlegt haben, diese Fotos zu veröffentlichen. Aber wir haben gesagt, das Grauen, das die Deutschen erleben mussten, muss endlich ein Gesicht erhalten. Und da sagt ein Foto mehr als 1000 Worte. Die Dokumentation mit dem Titel Die polnischen Gräueltaten an den Volksdeutschen in Polen im Auftrag des Auswärtigen Amtes aufgrund urkundlichen Beweismaterials von 1940 bemühte sich, objektiv und wissenschaftlich vorzugehen. Der Verfasser Hans Schadewald stützte sich vornehmlich auf die Strafakten der Sondergerichte in Bromberg und Posen, die als ordentliche Gerichte auf der Grundlage der deutschen Strafprozessordnung unmittelbar nach dem Einrücken deutscher Truppen ihre Ermittlungen aufgenommen hatten, auf die Feststellungen der Sonderkommission des Chefs der Sicherheitspolizei und auf die Ergebnisse der Wehrmachtsuntersuchungsstelle. Anhand dieser Unterlagen habe man 12.857 Mordtaten feststellen können. Hinzu kämen 45.000 Vermisste, die mangels jeder auffindbaren Spur gleichfalls als umgebracht angenommen werden müssen. So heißt es. Auf genau 100 Seiten zeigte man Bilder von Tod und Zerstörung, Todes- und Vermisstenanzeigen in der Presse, Nahaufnahmen von sezierten Körpern, darunter alte Frauen, Kinder und Invaliden, in einem eigens ausgewiesenen gerichtsmedizinischen Bildbericht und auch die Anwesenheit von Berichterstattern ausländischer Zeitungen wurde erneut dokumentiert. Diese Unterlagen liegen mir alle vor. Ich habe sie teilweise in meinem neuen Buch, ihr seht im Hintergrund den Titel, ich habe sie teilweise in meinem neuen Buch veröffentlicht. So grausame Bilder und grausame Beschreibungen, die ich jetzt hier nicht wiederholen kann, weil eben hier die Zensur ist. Ein weiterer Teil bildeten die unter Eid geleisteten Zeugenaussagen von Betroffenen und überlebenden Opfern. Ich mache ja gerade dieses Video und ich sehe mir gerade nebenher, wenn ich das sage, die Bilder an. Ich sehe gerade ein Bild von einem 10 Jahre alten deutschen Kind, das wirklich absolut entsetzlich umgebracht worden ist. Die Beispiele, wie die Menschen umgebracht worden sind, in den urkundlichen Beweismaterialien heißen die typische Gräuelfälle, habe ich in meinem Buch aufgeführt. Alleine ein Wort dazu würde dieses Video wieder zur Sperrung bringen.
Fakt ist, die Menschen wurden grausamst ermordet, was die von mir gezeigten wenigen Fotos dokumentieren, von denen es allerdings Dutzende mehr gibt. Die genaue Opferzahl dieses Massakers wird wohl für immer unbekannt bleiben. So kam es, wie es kommen musste und wie wir das auch bei den Vertreibungsbomben, Vergewaltigungs- und anderen deutschen Opfern sehen werden. Die Zahl der Deutschen, die von den Alliierten ermordet wurden, wird heruntergerechnet. Wen wundert's? Die Zahl der Ermordeten durch die Wehrmacht oder durch die Nationalsozialisten wird hingegen häufig sogar ungeprüft übernommen. Viele deutsche Geschichtswissenschaftler, ich sage das Wort mit Nest B nicht mehr, haben offenbar ein ideologisches Bedürfnis, die deutschen Opfer alliierter Gewalttaten niedrig zu halten, weil offenbar nicht sein kann, was nicht sein darf. Im Fall Bromberger Blutsonntag sieht das wie folgt aus. Die Untersuchungen des Auswärtigen Amtes der deutschen Regierung und entsprechende Wehrmachtstellen ergaben 13.000 Ermordete. Allerdings muss bei dieser Zahl auch die propagandistische Wirkung beachtet werden. Die Nachkriegshistoriker setzten die Opferzahl von 13.000 dann von 700 auf bis 1.000 an. Der Historiker Christian Zentner schreibt hingegen, der polnische Militärkommandant von Bromberg habe ein Massaker an mehreren tausend deutschen Brombergern befohlen. Mein Fazit: Es ist davon auszugehen, dass die Zahl 700 bis 1000 Opfer zu niedrig, die Zahl 13.000 allerdings viel zu hoch und der NS-Propaganda geschuldet ist. Genaueres lässt sich nicht mehr verifizieren. Aber jeder Tote ist zu viel. In meinem Buch gebe ich den Toten Namen. Ich gebe den Toten Gesichtern. Im Fall von Bromberg kann man diese nicht mehr erkennen, aber ja. Bitte kauft dieses Buch. Es ist ein Andenken an unsere Großmütter und an unsere Großväter, die heute verunglimpft werden als Massenmörder oder nationalsozialistische Monster. Es waren Menschen wie du und ich. Ich kenne meine Oma, ich kenne meinen Opa, der 10 Jahre lang in Gefangenschaft war, ein Auge verloren hat unter russischer Folter und der später, als er heimgekommen ist, sich dem Vorwurf aussetzen lassen musste, er war ein Massenmörder der Wehrmacht, von den Linken aufgesetzt, so wie bis heute. Und dieses Buch ist das erste Buch, das es gibt, als Andenken an unsere Opfer. Ich habe in diesem Buch auch eine Gesamtbilanz erstellt, eine Gesamtbilanz, in der alle deutschen Toten aufgeführt sind. Die Zahl ist so extrem hoch, dass ihr es nicht glauben könnt. Und doch könnt ihr jede einzelne Zahl nachvollziehen, weil in dieser Tabelle sind die Zahlen angegeben. In den Kapiteln der einzelnen Massaker gebe ich dann an, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Ihr werdet diese Millionenzahl, ihr werdet es nicht glauben. Ich weiß, es ist kein Weihnachtsgeschenk. Ich weiß aber auch von Lesern, die mir geschrieben haben, ihre noch lebenden Großväter oder Großmütter, die bei der Vertreibung ihr auch Tribut zahlen mussten, sind dankbar für ein Buch, das sie in den Mittelpunkt stellt. Einer hat mir sogar geschrieben, ein Leser, sein Großvater hat geweint, als er eines meiner Videos gesehen hat, aus Dankbarkeit, dass man auch an sie denkt und sie nicht verunglimpft als Massenmörder. Bitte abonniert meinen Kanal auf Telegram, ich kann es immer nur wieder sagen, damit ich zensurfrei reden kann. Zensurfrei zu 100%, das verspreche ich euch, ist dieses Buch. Absolut zensurfrei. Mit 2500 verifizierten Quellen, die nicht zu widerlegen sind. Abonniert auch meinen Newsletter auf www.michaelkrant.de. Nur so kann ich unabhängiger werden. Empfehlt mich weiter und sprecht über mein Buch. Bei Telegram
habe ich beispielsweise das gesamte Inhaltsverzeichnis veröffentlicht von diesem Buch. Also wer in meinem Kanal ist, kriegt auch ein paar Extras. Und ja, ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, ich habe kein Wort wieder falsch gesagt in Minute 1,22, dass man mir von YouTube wieder aufs Brot streicht. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.